Aloha, wir sind Annika und Oliver. Wir sind im April 2024 in den Van gezogen und lieben es, nah an der Natur zu leben. Und man könnte sagen, normalerweise ist unser Alltag ein ganz schönes Abenteuer. Besonders der Süden hat es uns angetan. Sand, Canyons und Tiere, die man in Deutschland so nicht findet. Vielleicht ist das auch manchmal besser so. Und dann haben wir uns nach 1,5 Jahren Vollzeit-Vanlife dazu entschieden, euch da draußen mit auf die Reise zu nehmen. Denn im letzten Sommer wurde unser Traum auf eine harte Probe gestellt. Ist schon irgendwie lustig. In Gesprächen mit Leuten aus der Heimat fällt immer wieder eine Floskel. Doofes Wetter. Weil es kalt ist oder es regnet. Doch wir hatten da eine ganz andere Perspektive. Im Hochsommer waren wir sozusagen in Spanien gestrandet. Wir haben einen Ort gefunden, an dem es auszuhalten ist. Tarif hat ein tolles Klima, aber es ist auch immer sauwindig. Die Kitesurfing-Weltelite ist deswegen gerne hier, wo Atlantik und Mittelmeer aufeinandertreffen. Unsere Freunde Marie und Konstantin waren dort und wir entschlossen uns kurzerhand Hallo zu sagen. Uns war schon immer klar, dass der Sommer in Südspanien brutal ist und wir dann eigentlich besser woanders sind. Aber irgendwie sind wir da so reingerutscht. Die Zeit mit den beiden war einfach so schön und für uns war Vanlife in der Stadt auch mal was ganz Neues. Und dann war plötzlich Hochsommer. Als Kirsche auf der Sahne hat uns eine Grippe mit hohem Fieber heimgesucht. Da hieß es irgendwie überleben. Als das dann durchgestanden war, haben wir uns wirklich danach gesehnt, mal wieder zu frieren. Hört sich für manche vielleicht komisch an, aber wenn es auch nachts um die 30 Grad sind und man dem nicht entfliehen kann, ändert sich die Perspektive. Wir schliefen nicht mehr gut und versteckten uns vor der Sonne. Wir mussten hier weg. Ich würde sagen, Olli hat mich damit angesteckt. Ich glaube, das kam aus einem Gedanken heraus, dass einem alles zu viel wurde und man irgendwie ausbrechen wollte. So, dann hielten wir das früher aber immer für unmöglich, irgendwie in den Van zu ziehen, weil sich da sehr viele Fragen auftun, wie kommt man an Geld, was macht man mit Krankenversicherung, was ist mit Rente. Und dann haben wir das ganz schön lange immer, also mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt. Viele kleine Schritte. Es war viel drüber nachdenken, ist es das Richtige? Viele Ängste, die ich bekämpft habe. Viel darüber gesprochen und recherchiert, welche Möglichkeiten wir im Job auch haben. Ich habe auch irgendwann erkannt, dass das gar nicht unbedingt ein Fluchtgedanke ist, sondern dass ich einfach mich mein Leben lang immer unheimlich fremdbestimmt gefühlt habe. Naja, schlussendlich hatten wir auf jeden Fall das Bedürfnis, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Und ja, im Laufe der Zeit hatten wir dann auf sehr viele Fragen dann doch die Antworten und dann sind wir in den Van gezogen. Wir sehnten uns also nach Natur, mal wieder alleine zu sein und vor allem Abkühlung. Wir wollten es echt mal wieder kälter haben. Da gab es nur ein Problem. Eine Strecke nach Deutschland sind ca. 2500 Kilometer und kostet uns ungefähr 400 €. Also Diesel und Maut. Und eigentlich beginnt jetzt die beste Zeit im Süden. Es ist nicht mehr super heiß und die Ferientouristen werden weniger. Das heißt aber nicht, dass es lange romantisch bleibt. Denn die unzähligen Überwinterer kommen schon bald wieder an die Küste und füllen viele Plätze. Jetzt zu fahren fühlt sich falsch an, aber irgendwie ist die Stimmung und die Motivation auf einem Tiefpunkt. Und weil das nicht schon genug ist, verliert unser Auto auch noch Kühlwasser. Das ist eine tickende Zeitbombe mit Aussicht auf Motorschaden. Ja, und wie der Zufall es so will, haben wir in Spanien mittlerweile eine Werkstatt, in der wir ganz gerne hinfahren und auch schon viel gemacht haben. Die haben unsere Klimaanlage schon mal repariert und ganz viele andere Sachen. Es hat sich immer ergeben, dass wir Zeit hatten, dahin zu fahren. Und die hatten jetzt einen Termin und wir haben dann ein bisschen abgewegt und festgestellt, dass wir auf jeden Fall die 400 Kilometer da noch hinkommen, wenn wir das Kühlwasser so ein bisschen im Auge halten, weil der Verlust nicht so dramatisch war. Und bei der Gelegenheit war es dann noch so weit, dass wir einfach mal Zahnriemen, Keilriemen und Wasserpumpe neu haben machen lassen. Und währenddessen haben wir uns dann den Luxus gegönnt und 2 Wochen in einem Tiny House im Outback gelebt, was richtig cool war und richtig gut getan hat nach der ganzen Zeit, in der wir uns so eingesperrt im Van gefühlt haben und dann einfach mal so im Hinterland quasi in so einer wüstenartigen Gegend. War einfach super schön.
Ja, und ich habe mich dann auch mittendrin noch mal kurz mittags bei 30 Grad irgendwas im Leihwagen ausgesperrt, als ich gerade einkaufen war. Die ganze Geschichte davon gibt es in so einem Reiseblog oder Reisetagebuch Episode 46. Ja, und als das alles erledigt war, haben wir uns die Frage gestellt, knattern wir jetzt 4 Tage durch nach Deutschland oder nicht? Ja, für uns war immer klar, dass wir im Winter nicht in Deutschland leben können, weil unser Van dafür einfach nicht ausgelegt ist, für Minusgrade. Und dann hieß es jetzt entweder Wohnung suchen oder wieder ab in den Süden. Leben in der Natur ist unser Element. Aber ab und an Familie und Freunde zu sehen und mal 1-2 Monate in einer Wohnung zu leben, gibt uns echt Kraft. Das ist für uns eine sehr wertvolle Erkenntnis. Wir fühlen uns in beiden Welten sehr wohl und freuen uns immer schon auf den Kontrast. Tja, und jetzt ist wieder Zeit für Action, denn wir wollen das Abenteuer mehr als zuvor. Und das beginnt mit einer Reise nach München. Wir treffen Marie und Konstantin. Eine romantische Vanlife-Story. Wir haben uns letztes Jahr in Schweden getroffen und nur ein paar Wörter gewechselt. Bei Instagram gegenseitig gestalkt und dann standen die beiden plötzlich in Spanien auf der Matte. Aus einem kleinen Kaffee-Date wurde ein einmonatiges Abenteuer durch Canyons, Wüste und Wälder. Und dann haben wir gemeinsam eben noch eine ganze Weile in Tarifa verbracht. Wir haben so viele tolle Sachen erlebt. Und ich glaube, jeder hat eine Menge Inspiration aus unseren Abenteuern und kulinarischen Exkursionen gezogen. Einfach ein Perfect Match.
Die beiden sind, wie wir auch, sehr kreativ. Also haben wir natürlich auch gemeinsam recht viel gefilmt, fotografiert, erkundet und Blödsinn gemacht. Und die Moral von der Geschichte? Die Zeit in 4 Wänden hat uns auch mit viel Klarheit beschenkt. Denn wir hatten nicht nur physisch mehr Raum, sondern auch mehr Zeit, um ein paar Dinge für uns zu begreifen und neue Abenteuer auszuhacken. So haben wir in der Zeit eben auch die Entscheidung getroffen, mit YouTube anzufangen. Der Gedanke stand schon lange im Raum, aber irgendwie haben wir es nicht gefühlt. Und da sind wir jetzt. Das ist vielleicht eine Lektion, die wir in der Zeit hier draußen gelernt haben. Dingen Raum geben. Alles braucht eine Weile, um zu gedeihen. Manchmal scheinbar ohne unser Zutun. Und manchmal erblüht es, wenn man gar nicht damit rechnet. Ganz, ganz lieben Dank an Konstantin und Marie für das zusätzliche Bildmaterial von Tarifa. Ohne euch wäre das jetzt nicht möglich gewesen, da wir im Sommer noch gar nicht über dieses YouTube-Projekt nachgedacht haben. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Schaut bei den beiden doch gerne mal bei Instagram vorbei, The Real House Live. Den Link dazu findet ihr in unserer Caption. Ja, genau. Und auch vielen Dank an Wildling, den Hauptsponsor der heutigen Episode. Und auch Dankeschön für die tollen Schuhe. Die haben uns jetzt schon bei einigen Abenteuern warm gehalten, ob auf Wanderung oder auch noch im kalten München. Und von daher ganz vielen Dank für euer Vertrauen. Und auch vielen Dank an dich da draußen. Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann gehe ich davon aus, dass wir dich unterhalten haben. Wenn du uns unterstützen möchtest, liken, kommentieren, abonnieren. Und wir würden wirklich gern wissen, wie es dir gefallen hat. Also ab damit in die Kommentare. Und ja, frohes Abenteuern. Bis bald. Ciao. Da haben wir es geschafft. 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 Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo dein Ball ist, ne? Ja. Oh Gott, ich suche den schon. Ich suche den, Leute. Ja, du weißt, wo der ist, ne? Na, zeig mir, wo ist der Ball? Wo ist der hin? Wo ist der? Ist der da drunter?